Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem kleinen Halloween-Special, dem Facebook-Datenschutz, beziehungsweise auch WhatsApp und Instagram, was ja beides auch zu Facebook dazugehört. Ein bisschen verspätet, sorry dafür. Ich habe tatsächlich eine Anfrage gekriegt, ob ich mal was zum Apple-Datenschutz machen kann. Die hatten ja ihre Keynote und, oder irgendeine Pressekonferenz halt. Und dann hat mich jemand gefragt, ob ich was zu Facebook machen kann. Und das ist ein bisschen mehr Halloween als auf jeden Fall Apple. Apple war eigentlich ganz geil. Facebook ist nicht so geil. Aber wir schauen uns das einfach mal ganz kurz an und ihr werdet höchstwahrscheinlich zumindest, eure Konten entweder direkt löschen oder auch das Schauen auf dem Rücken kriegen. Mein Konto, wie ihr sehen könnt, ist noch am Leben, aber ich heiße auch nicht Arno und Zwinker-Smiley auf Facebook. Keine Sorge, das ist fake. Okay. Gut, wir fangen einfach mal direkt an. Also ich finde es eigentlich schön gegliedert, muss man mal dazu sagen, wie es hier drüben aufgeteilt wurde. Erstmal, was für Informationen werden erfasst, wie werden diese Informationen verwendet und wie werden sie mit anderen Leuten geteilt, und den Rest habe ich dann nicht mehr gemacht. Das könnt ihr dann selber durchlesen, das ist halt das übliche Dingens. Ja, hier, ihr könnt eure Sachen anfragen und so weiter, nichts Spezielles. Gut, wir fangen aber mal direkt mit dem Was wird gesammelt an. Und hier steht ausdrücklich drin, also bitte bedenkt die ganze Zeit, das handelt sich hier nicht nur um Facebook, sondern auch um WhatsApp und um Instagram. Ja? Also nur falls ihr da mal euch wundert, warum ich jetzt auf facebook.com bin, das Ganze ist halt die Muttergesellschaft und dort steht dann halt einfach alles dabei. Okay, also es werden Inhalte, Kommunikation und sonstige Informationen, alles, was man im Endeffekt auf die Plattform hochlädt oder was man schreibt, wird gesammelt, logisch. Das war mir schon fast klar. Zusätzlich werden natürlich auch Metadaten gesammelt, das sind wieder mal diese berühmten Metadaten, was zum Beispiel auch Aufnahmestandort von einem Foto, also wenn ihr über den Messenger ein Foto verschickt, dann wird natürlich auch der Aufnahmestandort mit übertragen, dann natürlich das Datum, wann man eine Datei erstellt, jegliche Dateien, die man verschickt, alles wird mit übertragen, das war mir schon eigentlich klar. Dann zusätzlich werden auch noch Funktionen wie die Kamera, die man auf Facebook bzw. WhatsApp verwendet, die Dinger werden auch analysiert, damit man Masken also beispielsweise übrigens, das ist nur ein Beispiel, wahrscheinlich machen sie noch mehr mit euren Bildern, Masken und Filter, die einem gefallen könnten, werden vorgeschlagen. Und die Verarbeitung von Inhalten und Mitteilungen erfolgt auch automatisch. Das heißt, eure Mitteilungen werden analysiert, definitiv. So, dann geht's weiter. Netzwerke und Verbindungen. Hier steht dabei, dass sie Informationen über alles, was ihr liked oder was ihr postet, sammeln im Endeffekt. Also auch nichts Ungewöhnliches. Aber auch wenn ihr Daten von eurem Gerät hochladen wollt oder synchronisiert oder importiert, also generell, wenn ihr zum Beispiel den Facebook Messenger bei euch installiert habt auf dem Handy, was wahrscheinlich viele von euch haben, weil er vorinstalliert ist, dann werden auch, wenn er die Berechtigung hat, Adressbuch, Anrufprotokoll oder SMS-Protokoll History, also die vergangenen SMS, die ihr verschickt habt, werden auch analysiert. Die verwenden sie beispielsweise dazu, Achtung, auch wieder hier beispielsweise, um andere Personen zu finden, die ihr vielleicht kennen könnt. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich habe mir vor kurzem irgendwann mal einen Instagram-Account erstellt. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Ich wollte irgendwelche Bands tracken. Und da wurden mir dann direkt erstmal 50 Freunde von mir auf Facebook empfohlen, was ich dann ein bisschen creepy fand. Dann habe ich es wieder gelöscht. Ja, wobei, nein, ich habe es nicht gelöscht. Ich habe meine Daten angefragt vor mindestens einem Monat und die sind immer noch nicht da. Da gibt es bei Instagram einen Button dafür. Fällt mir gerade so auf. Da müsste ich mal noch nachhaken, warum die eigentlich immer noch nicht da sind. Aber gut. Dann meine Nutzung wird analysiert, also welche Arten von Inhalten ich mir auch nur ansehe. Das heißt, ihr müsst nicht mal liken, um Facebook-Informationen über euch zu geben, sondern wenn ich jetzt mir hier die Privacy angucke, dann ist das auch das Ansehen. Oder wenn ihr mit eurer Maus drüber hovert, also wenn ihr einfach nur, sagen wir mal, ihr seid auf eurer Startseite, da hat irgendjemand ein Bild gepostet, keine Ahnung, I fucking love science zum Beispiel, hat ein Bild gepostet, ihr hovert da drüber oder ihr klickt auf den Link oder ihr liked das Ganze, dann weiß Facebook, okay, interessiert denjenigen. Und das wird natürlich auch alles gespeichert. Es werden auch die Zeit, die Häufigkeit und die Dauer der Aktivitäten gespeichert. Das merkt ihr vielleicht auch öfters mal. Eventuell habt ihr gemerkt, wenn ihr manchen Leuten häufiger schreibt als anderen, dann werden die weiter oben angezeigt, so in den Kontakten. Und das ist eigentlich auch ziemlich interessant, wenn man das weiß. Und dann, wenn ihr was kauft auf Facebook, ja, diese Funktion gibt's. Nein, ich habe sie auch noch nie genutzt. Dann werden natürlich auch Zahlungsinformationen, Kredit- und Debitkartennummern
Dann generell Konto, Authentifizierungsinformationen, Abrechnungs-, bla bla bla, Versandangaben, Kontaktangaben, alles wird gespeichert, natürlich. Das verstehe ich auch, das muss man ja sogar, da ist man rechtlich dazu verpflichtet. Dann werden natürlich jegliche Form von Inhalten, hier steht es nochmal irgendwie, aber Achtung, jetzt geht es hier ein bisschen anders, Kommunikation und Information, die andere Personen bereitstellen. Und das ist mal wieder das, dafür ist Facebook, glaube ich, so ein bisschen berüchtigt gewesen, oder sind sie immer noch so berüchtigt. Wenn ich jetzt mit einem Freund über einen dritten Freund schreibe oder Bilder von diesem dritten Freund auch hochlade, auch wenn der überhaupt keinen Facebook-Account hat, dann wird der auf Facebook gespeichert. Und die Informationen, die wir über ihn teilen, werden auf Facebook gespeichert, um später den Partnern von Facebook, also Leute, die eben die Facebook-API zum Beispiel benutzen, die Möglichkeit zu geben, bessere Werbung für diese unbekannte Person darstellen zu können. Zum Beispiel. Das ist ziemlich creepy, wenn ihr mich fragt, zum Beispiel meine Eltern haben keinen Facebook-Account. Ich könnte jetzt zum Beispiel, oder nehmen wir an, ich schreibe mit meinem Onkel über meine Eltern. So. Und meine Eltern gehen dann auf eine Seite, die zum Beispiel Facebook nutzt, also irgendwie Werbung von denen anzeigt. Das geht ja auch, das ist ähnlich wie AdSense, haben die auch so ein System, kann man machen. Und dann sehen die Werbung, die für sie zusammengeschnitten wurde, obwohl sie nicht mehr bei Facebook sind. Und das ist ein bisschen arg creepy. Und auch wirklich, wirklich beunruhigend, meiner Meinung nach. So, generell werden natürlich alle genutzten Computer, Telefone, Smartgeräte, TVs oder sonstige mit dem Internet verbundenen Geräte werden einfach Informationen bereit oder gesammelt mit diesen Dingern. Dann werden natürlich hier, also das ist nur einer der Zwecke, die sind weiter unten genauer aufgedröselt. Ich habe es hier nur mal markiert, damit wir so ein bisschen Einblick haben. Personalisierung der Inhalte ist so das Stichwort oder das Schlagwort des Jahrzehnts momentan. Und natürlich auch Werbeanzeigen gehören da auch dazu. Die sind ja persönlich. Dann natürlich Geräte, Attribute, Betriebssystem, Hardware, Software, Batteriestand, Signalstärke, bla bla bla. Das Übliche halt, nichts Besonderes. Aber was auch hier wieder hervorsticht, durchgeführte Vorgänge und Tätigkeiten und Mausbewegungen werden getrackt. Das heißt, Facebook weiß in diesem Moment, ich hovere über das Wort Mausbewegung. Facebook weiß dann zum Beispiel auch, oder Instagram weiß zum Beispiel auch, wenn ihr mit eurer Maus über ein Bild länger drüber fahrt als über ein anderes, dann gefällt euch dieser User besser als ein anderer und euch werden dann natürlich noch mehr User empfohlen, die ähnlich wie dieser erste User sind. Vorausgesetzt natürlich, diese dritten User bezahlen ordentlich. Das ist auch so ein bisschen immer, ja, Geld ist immer geil. Okay, es werden nicht wie bei Apple, da habe ich ja erst vor kurzem ein Video drüber gemacht, es werden nicht irgendwelche Sachen anonymisiert, sondern euch werden absichtlich eindeutige Identifikatoren aufgedrückt. Das heißt, jedes Ding, das auf euch zurückführen lässt, wird genutzt. Also seien es Geräte-IDs, seien es irgendwelche Facebook-Accounts oder WhatsApp oder Telefonnummern sind auch super beliebt, haben sie auch irgendwo geschrieben hier. Also nicht geschrieben, so in dem Sinn, dass sie super beliebt sind, aber dass sie es halt benutzen. Und dann natürlich Bluetooth-Signale, warum auch immer Bluetooth, ich weiß gar nicht, was die damit machen, aber generell benutzen sie scheinbar auch WLAN, Beacons und Funkzellentürme, also quasi eure Standorte, euer Handy ist ja immer verknüpft, sonst hättet ihr keinen Empfang. Entweder WLAN oder Wireless, also 3G oder 4G oder whatever, halt diese Mobil-Internet-Dinger oder irgendwelche normalen Funkmasten, die müssen ja in der Nähe sein, sonst könntet ihr gar nicht telefonieren, die sind immer da. Und diese Signale werden benutzt, um euch zu triangulieren. Das heißt, damit kann man auch rausfinden, wo ihr euch befindet. Also quasi anstatt von GPS. Damit hat man die Möglichkeit rauszufinden, wo ihr seid. Ziemlich genau sogar, ich glaube auf 10 Meter oder sowas, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. GPS wird natürlich auch getrackt, Kamera und Fotos, das habe ich hier nicht mal markiert, weil es einfach nichts Besonderes mehr ist. Sprache, Zeitzone, Mobiltelefonnummer, IP-Adresse sowieso, Cookies sowieso auch. Und hier unten wieder mal ein bisschen was Interessanteres, also die Standarddinger überspringe ich jetzt schon, weil das ist ja immer hier das Facebook-Pixel. Ich wusste gar nicht, dass solche Dinger noch im Umlauf sind und dass die überhaupt noch erlaubt sind. Das hat man früher gemacht, wenn man eine Webseite irgendwie pentesten wollte. Hat man sich, also, oder wenn man eben das Ganze bösartig gemacht hat, das war früher ganz beliebt bei Cross-Site-Scripting, das ist ein Angriff. Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, aber da hat man einfach nur ein einziges Pixel irgendwo auf die Webseite eingebettet. Und dieses eine Pixel trackt dann die User komplett. Also dieses eine Pixel ist natürlich dann einfach, ich habe eine dritte Seite eingebunden, man sieht diese Seite nicht, es ist wirklich nur ein Pixel, das kann man nicht wahrnehmen. Und mit diesem Pixel kann ich trotzdem jedes JavaScript ausführen, was ich möchte.
Und das nennt sich jetzt hier scheinbar das Facebook-Pixel. Ich wusste gar nicht, dass solche Dinge überhaupt noch erlaubt sind. Ich dachte, die werden automatisch schon direkt rausgeschmissen. Aber scheinbar werden solche Facebook-Pixel Partnern zur Verfügung gestellt. Okay, dann werden auch noch Informationen über die Aktivitäten außerhalb von Facebook bereitgestellt von den Facebook-Partnern. Das heißt, wenn ich jetzt Facebook API und Software Development Kits, also quasi, wenn ich Facebook-Funktionen nutze auf meiner Webseite, dann krieg ich Informationen über euch, die meine Webseite besuchen. Und im Gegenzug liefere ich quasi meine Besucher Facebook aus. Indem ich sage, meine Besucher haben meine Webseite besucht. Im Endeffekt, mehr wollen die ja nicht wissen. Und zwar um diese Uhrzeit, zum Beispiel mit diesen Käufen, mit diesen Werbeanzeigen, die dort geschalten wurden und so weiter und so fort. Und das wird alles an Facebook direkt übermittelt. Unabhängig davon, ob man überhaupt ein Facebook-Konto besitzt oder ob man bei Facebook eingeloggt ist. Das heißt, ihr könnt euch einloggen, ihr könnt euch ausloggen, völlig scheißegal. Ihr werdet trotzdem getrackt. Bringt also überhaupt nichts, ihr könnt gleich eingeloggt bleiben. Benutzt am besten einen zweiten oder einen dritten Browser, am besten noch 5 virtuelle Maschinen, damit ihr von Facebook nicht mehr getrackt werdet und es funktioniert wahrscheinlich trotzdem noch. Okay, die Partner erhalten dann natürlich die Daten, wenn ich ihre Dienste besuche. Oder sie erhalten die Daten durch Dritte, mit denen sie zusammenarbeiten. Das bedeutet ungefähr sowas wie, ich besuche eine Webseite, diese Webseite nutzt Tools von einer anderen Webseite. Also nehmen wir einfach mal an, ich habe eine Webseite, die heißt the-morpheus.de, ja? Und ich möchte extra kein Facebook benutzen, aber ich brauche gewisse Funktionen, die ich nicht selber schreiben möchte. Achtung, keine Sorge, das ist bei mir nicht so. Aber nur als Beispiel, ich benutze Funktionen, die andere mir bereitstellen. Nennen wir sie einfach mal Statistikunternehmen 123. So, und Statistikunternehmen 123 hat jetzt bei sich Facebook integriert, was ich natürlich gar nicht weiß, wenn ich meine Webseite aufrufe. Ich weiß nur, dass ich Statistikunternehmen 123 einbinden möchte. Dann bekommt Facebook trotzdem die Informationen über meine Besucher von der Webseite und ich bekomme wiederum die Informationen vom Statistikunternehmen bzw. die wiederum von Facebook. So in etwa ist das hier drin. Das ist ein bisschen arg creepy, aber okay. Jetzt, wie werden diese Informationen überhaupt verwendet? Ganz klar, Stichwort hier Personalisierung von allem Möglichen, also von Instagram-Stories, von Werbeanzeigen, bla bla bla. Wie immer halt. Und damit möglichst alles individuell und relevant für uns ist. Und das ist ja irgendwie das Stichwort so. Ich habe die Standardsachen, habe ich einfach mal rausgehauen. Könnt ihr euch gerne durchlesen, hier bei Facebook Privacy Explanation, Link natürlich, wie immer in der Beschreibung. Und ja, dann, was sie aber auch noch machen, und das finde ich richtig, richtig gemein, das habe ich tatsächlich auch irgendwo mal gehört. Ich weiß gar nicht, ob das nicht ein Vortrag auf der DEFCON oder sowas war. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall tracken sie den Wohnort und Orte, die man gerne besucht und Unternehmen und Personen in der Nähe. So, was das genau bedeutet, ist, wenn ich jetzt bei mir auf dem Handy Facebook Messenger installiert habe und ich habe von mir aus eine Affäre, ja? Nur als Beispiel, ich habe keine Affäre oder sowas, aber nur als Beispiel, ich hätte eine Affäre mit jemandem, mit dem ich auch im WLAN verbunden bin oder ich habe einfach nur mobiles Internet an. So, dann wissen die natürlich, wo genau ich übernachte und die andere Person, mit der ich die Affäre habe, die übernachtet natürlich auch an diesem Ort. Dann weiß Facebook, dass ich bei dieser Person übernachtet habe. Das ist schon krass, oder? Okay, gut. So viel zum Thema Halloween. Dann, was sie hier sagen, was sie noch machen, ist Produktforschung, Produktentwicklung zur Verbesserung, Entwicklung, Erprobung von Produkten, Gesichtserkennung ist natürlich auch dabei, um Fotos und Videos zu analysieren. Da könnt ihr euch gerne mal diese Gesichtserkennung durchlesen. Achtung, das ist was sie tatsächlich nur bei Facebook machen, nicht bei Instagram und nicht bei WhatsApp. Das ist aber auch so ziemlich das Einzige, wo sie das ausgeklammert haben. Alles andere bezieht sich immer auf alle drei. Und dann haben wir hier natürlich Werbeanzeigen. Das ist dann eigentlich auch schon, sind so die wichtigsten Gründe. So, und dann stellen sie natürlich noch Messungen, Analysen und so weiter bereit. Das ist ganz interessant. Ich habe ja auch ein Facebook-Konto von YouTube her. Das ist ganz cool, weil da kann man sehen, wen interessiert mein Thema. Und das verstehe ich auch, dass das irgendwie interessant ist. Also ich weiß zum Beispiel, dass die meisten von euch ungefähr in meinem Alter sind, so ganz grob. Ich weiß, dass die meisten auch ungefähr männlich sind, also irgendwie so 90% oder sowas. Und dadurch kann ich jetzt meinen Content anpassen und kann zum Beispiel frauenfeindlicheren Content machen. Mache ich nicht, aber trotzdem könnte ich das. Okay,
Dann wollen sie natürlich Schutz, Integrität und Sicherheit machen. Ja gut, ne? Und sie wollen mit mir kommunizieren, indem sie mir Marketing-E-Mails senden. Das ist jetzt auch nichts Besonderes. Und dann haben wir den letzten Punkt und dann haben wir eigentlich so ziemlich alles, nämlich Forschung und Innovation für soziale Zwecke. Das heißt, sie machen Forschung und Innovation zu Themen, Achtung, des sozialen Allgemeinwohls, des technologischen Fortschritts, des öffentlichen Interesses, der Gesundheit und des Wohlergehens. Sprich, sie sammeln eure Daten für alles. Da ist quasi der Blankoscheck drin überhaupt. Man kann eigentlich sagen, Facebook darf mit unseren Daten machen, was sie wollen. Sie dürfen sie nicht an alle weitergeben, aber Facebook intern darf alles mit den Daten machen, weil es ist ja irgendwie hier gerechtfertigt. Ne? Also ich meine, da kann man jetzt alles drunter zählen und man kann nichts drunter zählen. Facebook wird wahrscheinlich, wenn es irgendwie mal vor Gericht gehen würde, würden sie alles drunter zählen. Gut, trotzdem noch eine interessante Sache, die ich für euch markiert habe, und zwar ist sie ein bisschen weiter unten. Achso, richtig, genau, das hatte ich, glaube ich, schon erwähnt, dass Geräte, also viele Handys haben ja heutzutage den Messenger irgendwie automatisch schon installiert, genauso wie Instagram. Da werden dann auch die Informationen natürlich getrackt. Alles wird aufgezeichnet, sofern Facebook oder der Messenger die Berechtigung dazu hat. Das heißt, erstmal in Android natürlich die Berechtigung rausziehen. Und wenn sich Facebook verkaufen möchte, dann werden auch eure Daten mitverkauft an den neuen Eigentümer, beziehungsweise Instagram oder WhatsApp. Aber was ich gut fand, ist hier dieses Statement: Sie verkaufen keine der Informationen an irgendjemanden und werden das auch in Zukunft niemals tun und legen strenge Regeln fest, wie die Partner die Daten verwenden und offenlegen. Das heißt, also bei Facebook liegen eure Daten mehr oder weniger nicht anonymisiert rum, aber die Partner bekommen das Ganze dann anonymisiert. Sprich, keine Informationen, die euch persönlich identifizieren können, außer man erlaubt das Ganze spezifisch. Also eben zum Beispiel dieses demografische oder interessensbezogene, was ich euch schon erwähnt habe. Zum Beispiel eine Frau im Alter von 25 und 34, die in Madrid lebt und sich für Software Engineering interessiert. Das ist schon relativ detailreich, möchte ich behaupten. Habe ich so aber auch noch nie gesehen, also. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei Facebook eine Werbung schalte, dann weiß natürlich Facebook perfekt, okay, genau diese Person wird angegriffen, oder nicht angegriffen, wird diese Werbung bereitgestellt. Ja, und das ist eigentlich auch schon so ziemlich das Wichtigste. Anbieter und Dienstleister kriegen trotzdem alle, also die unser Unternehmen unterstützen, was so ziemlich jeder eigentlich sein kann, stellen wir Informationen und Inhalte bereit. Wäre ein bisschen mehr Details, wären ganz geil gewesen. Ich habe hier leider nur das, was hier steht. Sie stellen Informationen und Inhalte bereit. Ich weiß nicht genau, was da alles drunter fällt. Wie gesagt, oben haben sie geschrieben, dass sie die Daten nicht verkaufen und dass sie sofern möglich und man es nicht erlaubt hat, so habe ich es zumindest verstanden, auch anonymisieren. Das macht es nicht arg viel besser, aber ein bisschen zumindest. Und natürlich an die Forschungspartner und Wissenschaftler geht auch noch was und Strafverfolgungsbehörden, aber das war sowieso klar, da gibt ja jeder eigentlich seine Daten oder die Daten der Kunden her. Weil er muss, einfach rechtlich. So, und ja, das war es auch schon mit der Facebook-Datenschutzerklärung, die auch für WhatsApp und Instagram auch vollkommen gültig ist. Ich persönlich muss sagen, Facebook ist damit so ein bisschen bei mir unten durch. Das ist schlimmer als Microsoft. Die haben einen Keylogger bei mir auf dem System. Facebook trackt alle Webseiten, die ich besuche und macht ein Konto über mich. Und man kann halt nichts dagegen machen. Also Windows kann ich halt sagen, okay, ich benutze Windows halt einfach nicht mehr. Ich benutze keine Windows-Dienste mehr. Bei Facebook kann ich das nicht sagen. Da müsste ich die Unternehmen dazu überreden, dass sie eben die Facebook-Dienste nicht mehr benutzen, sodass Facebook kein Profil mehr von mir erstellen kann. Ja, ne? Das lässt sich nur schwer irgendwie durchkriegen. Deswegen ist Facebook bei mir so ein bisschen ganz am unteren Ende angelangt, direkt gefolgt von Windows oder Microsoft und ja, dann eben Google als okay, gerade noch so okay und Apple wirklich als gutes Beispiel von den 4 großen Firmen, die wir momentan im Internet haben. Ja, also meine Meinung kennt ihr. Schreibt mir bitte eure Meinung unten drunter. Ich bin jetzt genug geschockt für heute. Hab heute Nacht schon schlecht geschlafen wegen dem Ding und korrigiert mich bitte, wenn ich irgendwas falsch verstanden habe. Ich würde es begrüßen. Ansonsten schreibt mir gerne eure Annannten durch. Jetzt sind wir erstmal wieder soweit, denke ich zumindest. Ansonsten, falls ich was vergessen habe, einfach schreiben und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.